Hallo, ich bin Dominik und ihr schaut Dominik's Woodworks und das ist? Nina. Nina lernt meine Werkstatt und die Werkzeuge darin kennen und heute unterhalten wir uns über Sicherheit in der Werkstatt. Und das ist bei jedem Werkzeug wichtig. Gut. Wie glaubst du, lernt man am besten? In dem, was funktioniert oder in dem es nicht funktioniert? In dem es nicht funktioniert. Warum? Weil man sich dann besser merkt, wie man es richtig macht. Das heißt, wenn ich dir das Stück Holz gebe und du sollst da einen Nagel reinhauen. Nimm den Nagel und ich sag dir, mach den Nagel rein. Was sagst du? Ich brauche einen Hammer. Du hast doch da ein Werkzeug. Ja, aber nicht das Richtige. Stimmt. Das heißt, das Erste, was wir in der Werkstatt machen, ist schauen, dass man das richtige Werkzeug hat. Dann kriegst du einen Hammer. Ist das so eine gute Idee? Schau es dir an und überleg. Stell dir vor, wie du den Hammer benutzt, um den Nagel einzuhauen. Ist das eine gute Idee? Nö. Vielleicht wenn wir den Nagel wegnehmen und du kriegst so einen. Ist das eine gute Idee? Na, Was passiert, wenn du jetzt versuchst, den Nagel einzuhauen? dann tun mir dann die Finger weh. Und schau dir mal den Hammer an. Wie rum würdest du den benutzen? So? So? Seitwärts vielleicht? Nö. Wie dann? So? Aber das heißt, wenn du jetzt überlegst, wenn du den Hammer benutzt, den Nagel hältst, was passiert dann? Dann habe ich mir auf die Finger. Aua, genau. Was hast du also gemacht? Mir wehgetan. Na, was hast du gemacht, um dir nicht weh zu tun? Ich hole mal einen größeren Nagel. Was hast du da gemacht, als allererstes? Überlegt. Genau. Nachdenken. Wichtigste Sicherheitsregel von allen. Aber wenn wir jetzt trotzdem den Nagel einhauen wollen, den kleinen, hättest du eine Idee, wie man das machen könnte? Entweder wir hätten einen Roboter mit ganz kleinen Fingern. Das wäre eine Möglichkeit. Oder tut mir weh. Ist das eine Möglichkeit? Nö. Also ist es keine Möglichkeit, weil wir wollen uns ja nicht wehtun. Kannst du damit was anfangen? Nö. Hast du eine Idee, was man damit machen könnte? Mit dem kleinen Nagel. Leg den Hammer nochmal hin. Wie man Hammer benutzt, weißt du ja wahrscheinlich. Ja. Im Endeffekt, man haut drauf und der Nagel geht rein. Aber wenn du da den Nagel hältst, dann sind deine Finger zu nah dran. Also was könnte man mit dem Stück Pappe machen? Den Nagel holen. Wie? Da, nimm den Nagel. Das ist eine Idee von vielen. Und es gibt sicherlich noch mehr Ideen. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. So, und jetzt überleg mal, was passiert, wenn du jetzt einschlägst. Und das passiert Ist eigentlich es eine nicht. gute Idee, es an dem Ende festzuhalten? Nö. Warum ist das andere Ende eine bessere Idee? Ja, was länger ist. Dann tut mir nicht weh. Weil die Finger weiter weg und da sind, wo es weh tut. Musst du einen größeren Hammer nehmen. Nein. Der ist mir noch ganz schwer. Das heißt, wir haben noch eine Sache, an die wir denken sollten. Wenn der dir schon zu schwer ist, dann ist der dir erst recht zu schwer. Aber die Frage ist, braucht man so einen großen Hammer für so einen kleinen Nagel? Na eben nicht. Dann nimm den. Nimm ihn weiter vorne, dann triffst du besser. Wenn du einen einhauen willst, dann probier's mit dem. Oh. Da. Kannst schon was dran aufhängen. Ja. Also Nina, überleg mal, was hast du gelernt? Wenn du jetzt jemandem erklären müsstest, was wichtig ist in der Werkstatt zu machen.
vor allem anderen. Was ist wichtig? Dass man aus Fehlern lernen kann? Muss man dafür Fehler machen? Nö. Aber wird man Fehler machen? Ja. Weil man, im Endeffekt macht jeder Fehler. Und wenn man dann aus seinem Fehler lernen kann, dann war der Fehler zu was gut. Was noch? Man muss erst überlegen, ob der Hammer, zum Beispiel der Hammer nicht zu groß für ist. Ob man das richtige Werkzeug benutzt. Ja. Dass man nicht eine riesen Säge benutzt, wenn man einen Zahnstocher zersägen will. Oder? Ja. Also, dass man das richtige Werkzeug hat. Oder einen Presslufthammer für nur so ein bisschen Stummel. Stimmt. Und hast du noch was gelernt? Was ist damit? Darf ich da was abbeißen? Brauchst du die nicht mehr? Doch, da kann man nämlich Werkzeuge bedienen. Aber wenn ich den nicht abbeißen darf, dann willst du dir sicher auch nicht wehtun, oder? Also muss man was? Aufpassen. Genau. Also, Hände muss man schützen. Welche Teile von dir sind noch wichtig, dass man schützen müsste? Ohren und Augen. Genau. Dafür gibt es Gehörschutz und Schutzbrillen. Was noch? Wind. Ja. Also Staub. Mal aufpassen. Na, eine Atemmaske, wenn es staubt. Um deine Lunge zu schützen, mit der du atmest. Also, welche Teile von dir muss man schützen? Alle. Brauchst nicht so nah zu kommen. Alle. Alle. Ja. Die ganze Nina. Ja. Nichts rausbeißen. Nö. Schade. Ja. Gut. Also, bist du bereit, das nächste Mal mit dem ersten Werkzeug anzufangen? Ja. Denkt dran, das, was wir hier machen, dient in erster Linie der Unterhaltung. Wir hoffen zwar, dass ihr was dabei lernt, aber denkt immer dran an das, was Nina gesagt hat. Erst nachdenken, dann machen, denn ihr seid verantwortlich für das, was ihr macht. Genauso wie wir verantwortlich sind für das, was wir machen. Ja. Denn, Nina, noch was. Wenn du dir mit dem Hammer auf den Finger haust, wer ist schuld? Ich selber. Genau. Und wer muss deshalb auf deine Finger aufpassen? Ich selber. Genau, ich helfe dir natürlich. Aber wichtig ist, dass du auch aufpasst. Ja. Weil auch wenn ich ja eigentlich nie Fehler mache, kann es mal passieren, dass mir mal einer unterläuft. Also musst du genauso drauf schauen. Ja. Und ich glaube, jetzt ist Zeit fürs Bett. Nö. Da reden wir nochmal drüber. Also, danke fürs Anschauen. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr einen Link zu der Playlist mit den anderen Folgen und zu dem Werkstattdiplom, das ihr euch runterladen und selber ausfüllen könnt, falls ihr das Ganze mit einem Bekannten oder einem eigenen Kind macht, um den Fortschritt zu dokumentieren. Erinnerst du dich noch an das, was ich am Ende meiner Videos sage? Ja. Sollen wir es zusammen sagen? Ja. Weißt du es noch? Na. Denkt dran, euch inspirieren zu lassen. Kannst du es jetzt sagen? Ja. Und denkt dran, euch inspirieren zu lassen. Also Nina, was macht man dann, wenn man mit der Arbeit fertig ist? Licht aus.